lohnt sich das Upgrade vom Dreier auf den Vierer? Und da muss ich sagen, es kommt drauf an. Wenn ihr euch fragt, ist der DJI Osmo Pocket 4 den Mehrpreis bzw. den Aufpreis zum Osmo Pocket 3 wert, beziehungsweise lohnt sich das Upgrade vom Dreier zum Vierer, dann kann ich euch jetzt helfen, denn ich habe das Ganze jetzt mal ausgiebig verglichen. Den Pocket 3 besitze ich jetzt seit gut 2 Jahren, den Pocket 4 seit Release, und ich habe beide auch letztens erst mitgenommen nach England und das Ganze mal ausgiebig probiert. Ich will euch so ein bisschen rüberbringen, wie groß die Unterschiede wirklich sind, ob sich der Aufpreis oder das Upgrade zum Pocket 4 lohnt. Das zeige ich euch jetzt hier. Beginnen wir doch direkt mal. Also äußerlich und auch innerlich hat sich eigentlich gar nicht so viel getan. Beide kommen mit einem 1 Zoll Sensor, beide sind stabilisiert, beide bieten eigentlich fast dieselbe Größe, und auch vom Display her, ja, gibt es da nicht so große Unterschiede. Man hat also auf den ersten Blick, sieht so aus, als würde sich da gar nicht viel getan haben. Jetzt muss man sagen, der Pocket 4, ich gehe jetzt mal auf die Vorteile vom Pocket 4 ein. Der Pocket 3, auch der hat ein paar Vorteile, die sind aber in eher eine andere Richtung. Beim Pocket 4 ist es dann wirklich so, ihr bekommt da jetzt richtiges D-Log. Und das D-Log hat einfach den Vorteil, ihr habt ein bisschen bessere Dynamik gegenüber dem normalen Farbprofil. Beim Pocket 3 habt ihr nur D-Log M. Und da merkt ihr schon wirklich einen Unterschied. Das D-Log beim Pocket 4 soll bis zu 14 Stops Dynamik haben. Das wird er real gesehen nicht haben, aber es ist schon ein gutes Stück besser, beziehungsweise eben ein merkbares Stück besser als der Pocket 3. Wenn ihr also Wert auf hohe Dynamik legt, habt ihr hier schon mal einen Vorteil. Dann bietet euch der Osmo Pocket 4 jetzt natürlich eine Slow-Mo 4K mit 240 Bildern in der Sekunde. Das Ganze dann aber nicht mehr im D-Log-Profil. Das müsst ihr einfach beachten, wenn ihr das Ganze verwenden wollt. Aber 240 Bilder in 4K sind dann natürlich schon sehr, sehr gut, und es macht schon Spaß, damit zu arbeiten. Auch ist beim Pocket 4 das interne Mikrofon recht gut. Also ich kann euch da mal kurz einen Ausschnitt zeigen. Kleiner Mikrofontest, internes Mikrofon vom DJI Pocket 4, und ratet mal, wo wir sind. Da habe ich sehr viel mit dem internen Mikrofon gearbeitet, weil das Mic 3, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, war da nicht immer im Einsatz. Also auch beim Mikrofon, da könnt ihr wirklich ja, nur den Osmo verwenden und habt da eigentlich schon einen relativ guten Ton. Also ja, beim Dreier ist der jetzt auch nicht so schlecht, aber da hat sich meiner Meinung nach schon noch ein bisschen was getan. Dann was weiteres internes beim Pocket 4 ist natürlich der interne Speicher. Ihr habt da jetzt um die 107 GB, und das bietet euch einfach einen Vorteil, wenn ihr natürlich mal eine Speicherkarte vergesst, dann habt ihr internen Speicher. Es hat aber auch einen weiteren Vorteil, und zwar lässt er sich super schnell auslesen. Ihr könnt über USB-C den Pocket an euren Rechner anschließen und schiebt da die Daten mit 800 Megabyte, habe ich es glaube ich gemessen, durch die Gegend. Das ist also schon wirklich sehr viel schneller als das, was euch kleine Micro-SD-Karten so bieten können. Das hat also nicht nur ja, einen Speichervorteil, Speicher kostet aktuell ja auch ein bisschen was, sondern eben auch einen Geschwindigkeitsvorteil. Dann kommen wir natürlich zur Auflösung. Der Sensor an sich hat eine bessere Auflösung bekommen. Das merkt ihr beim 4K-Video jetzt mal nicht unbedingt. Wo ihr es dann aber merkt, ist beim Zoomen. Ihr habt einen Zweifach-Zoom im Pocket 4, und da könnt ihr reinzoomen ohne Qualitätsverlust. Und das bietet euch dann natürlich schon einen kleinen Vorteil, weil manchmal will man dann eben weg von diesem Weitwinkel und mal ein bisschen reinzoomen. Das macht der Pocket 4 einfach deutlich besser, ohne Qualitätsverlust. Ihr habt da zwar auch noch einen Vierfach-Zoom-Modus, da ist die Qualität dann aber schon nicht mehr ganz so gut. Das ist also meiner Meinung nach auf jeden Fall der Zweifach-Zoom schon mal ein Vorteil. Active Track 7. Das Tracking auch beim Pocket 3 ist eigentlich schon sehr gut. Beim Pocket 4 ist es einfach noch ein Tick besser geworden. Das merkt ihr vor allem, wenn ihr euch mal hinter irgendeinem Objekt oder so verstecken solltet, beziehungsweise wenn irgendwie was durchs Bild läuft, da verliert der Pocket 4 einfach viel weniger euer Motiv, beziehungsweise euch selber oder was anderes, was ihr einfach tracken wollt. Das ist jetzt beim Osmo Pocket 3 auch schon richtig gut. Das wäre jetzt für mich kein Gamechanger, um zu sagen, das ist beim 4er deutlich besser geworden, aber es hat sich da natürlich was getan. Auch hat sich ein bisschen was an der Akkulaufzeit getan. Also der Pocket 4 hat, glaube ich, 1500 mAh, der Pocket 3 nur 1300 mAh, und ich glaube, der Pocket 4, der kommt auch ein bisschen besser damit zurecht. Ihr habt da auf jeden Fall eine sehr gute Akkulaufzeit. Jetzt gibt es ja diesen extra Batteriegriff da dazu. Der ist beim Pocket 4 leider in der Creator-Combo nicht mehr mit dabei. Ich habe ihn aber auch gar nicht gebraucht. Ich hatte den wirklich so in England, London dabei und habe den einfach so in die Tasche gesteckt und hatte da wirklich nie Akkuprobleme. Ich war da immer so einen halben Tag unterwegs, aber in diesem halben Tag, wo ich wirklich sehr viel gefilmt habe, habe ich vielleicht so um die 30-40% vom Akku verbraucht. Also da war noch sehr viel Luft nach oben.
Wenn ihr da jetzt natürlich mehrere Tage unterwegs seid, ohne laden zu können, dann wäre der Batteriegriff schon von Vorteil. Ihr habt den Vorteil, ihr könnt den Batteriegriff vom Dreier auch am Vierer verwenden. Also das funktioniert, der wird auch korrekt erkannt, falls euch da irgendwie der Speicher ausgehen sollte. Aber von der Akkulaufzeit her, wie gesagt, der ist ein bisschen besser, aber ja, es ist halt auch so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Der Dreier ist in Ordnung, der Vierer macht es eben einen Tick besser. Vom Joystick her, der hat sich ein bisschen geändert. Da ist der Unterschied nicht mal so groß. Beim Vierer habt ihr aber noch zwei so Knöpfe, die ihr euch auch noch belegen könnt. Und die sind schon gar nicht mal so schlecht, weil eben mit dem einen Knopf könnt ihr den Zoom hin und her wechseln. Und das bietet euch dann natürlich schon einen Vorteil. Allgemein ein paar mehr Bedienelemente sind natürlich immer gut, wenn man mal schnell was ändern will. Und das geht mit dem Vierer dann auch sehr viel besser. Ihr hört es also raus, der Vierer, der macht eigentlich alles besser. Wo gibt es denn dann vielleicht einen Punkt, was der Dreier noch besser macht? Und da würde ich sagen, der Dreier, der punktet eigentlich so ein bisschen mehr beim Zubehör. Wenn wir uns jetzt das mal anschauen, ich habe hier von beiden Versionen die Creator Combo, dann bekommt ihr beim Dreier zum Beispiel dieses Case dazu, wo ihr den Dreier reinpacken könnt, der ist da schön sicher drin. Und beim Vierer habt ihr hier nur diese kleine Gimbal-Sperre. Die ist zwar auch super, vor allem verbraucht sie eben nicht so viel Platz wie der hier, aber ihr habt beim Dreier einfach den Vorteil, die Weitwinkellinse und einen Filter könnt ihr hier einfach im Case verstauen. Die werden da magnetisch gehalten. Sowas habt ihr beim Vierer nicht da. An dem Ding hier, da hält einfach gar nichts. Und da habt ihr einfach den Nachteil, dass ihr beim Vierer wirklich eine extra Tasche mitnehmen müsst und das natürlich wieder ein bisschen mehr Platz verbraucht. Ihr habt dann da einfach keine Möglichkeit, den Filter und auch die Weitwinkellinse irgendwo ein bisschen einfacher zu verstauen. Wie gesagt, die Creator Combo vom Dreier kommt dann auch noch mit dem Batteriegriff. Beim Vierer ist der nicht mehr in der Creator Combo enthalten und muss für, ich glaube, 69 € oder so noch extra nachgekauft werden. Das ist halt wieder so ein bisschen Geld, was ihr da investieren müsst. Das macht beim Dreier schon mehr Spaß. Ich hatte jetzt wirklich den Vorteil, der Batteriegriff vom Dreier funktioniert am Vierer, wie gesagt, eben auch. Was dann noch so ein Thema ist beim Dreier zum Vierer, sind die Mikrofone, und zwar die externen Mikrofone. Ich habe hier einmal das DJI Mic 2, welches beim Pocket 3 in der Creator Combo dabei ist. Und hier, ihr seht es schon deutlich kleiner, das DJI Mic 3. Jetzt ist es aber so, das Zweier gefällt mir besser als das Dreier. Und das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Und zwar beim Zweier habt ihr noch wirklich einen USB-C-Anschluss, wo ihr das Ganze laden könnt und natürlich auch eure Daten runterziehen könnt. Dieser Anschluss fehlt beim Dreier-Mikrofon. Und da ist einfach der Nachteil, ihr braucht immer dieses extra Kabel, welches sich hier magnetisch befestigen lässt, um das Ganze zu laden, aber auch um an eure Daten zu kommen. Und das ist natürlich nicht so schön. Das ist auch beim Dreier echt gut gelöst, weil ihr könnt das Mikrofon hier oben an der Hülle anbringen und habt dann ja, einen kleinen Mikrofonhalter hier noch, habt es eben verstaut, gerade beim Transport natürlich auch. Wie gesagt, beim Zubehör, alles drumherum um den Pocket, finde ich, ist es beim Dreier besser gelöst als beim Vierer. Und leider ist es so, ihr könnt die Hülle vom Dreier nicht beim Vierer verwenden, weil der einen kleinen Tick größer geworden ist. Insgesamt muss man aber sagen, und jetzt kommen wir wieder auf die Ursprungsfrage zurück, lohnt sich das Upgrade vom Dreier auf den Vierer? Und da muss ich sagen, es kommt drauf an. Es ist so das Thema, braucht ihr unbedingt 4K 240 Bilder, braucht ihr unbedingt D-Log, das volle D-Log, und braucht ihr vielleicht den ja, qualitätsverlustfreien Zweifachzoom. Das sind eigentlich so die Dinge, die der Vierer jetzt wirklich deutlich besser macht, wo ihr eben was habt, was ihr am Dreier so nicht erreichen könnt. Klar, eine Displayhelligkeit, die beim Vierer und so noch besser geworden ist, das spielt da natürlich auch ein bisschen mit rein, aber war jetzt für mich gar kein Gamechanger. Wenn ihr einen Dreier habt und ihr vermisst die extra Features vom Vierer nicht, dann lohnt sich das Update auch überhaupt gar nicht. Dann wartet da lieber noch auf das, was kommt, und zwar den Osmo Pocket 4 Pro, der dann mit 2 Linsen kommen soll und auch noch einen dreifach optischen Zoom bringen soll. Da ist das Upgrade dann schon deutlich stärker, würde ich mal sagen, und da lohnt sich dann vielleicht schon ein bisschen mehr. Dazu dann aber natürlich in einem weiteren Video mehr dazu. Jetzt würde mich natürlich interessieren, habt ihr gewechselt? Was sagt ihr zu den beiden? War für euch der Unterschied groß genug? War für euch der Unterschied vielleicht nicht groß genug und ihr habt nicht gewechselt? Schreibt einfach mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.